Guten Morgen, moin Leute, ich bin's wieder, euer Sultai, mit einem neuen Video und zwar zu der Season 8 und Voldemort und Troublemaker gegen Pin und wie sie alle heißen, Fapa de Taco. Ja, in diesem Video erstmal einen kleinen Geschenkcode, den könnt ihr gerne verballern, das sind 500 Stück, also die ersten 500, seid glücklich, diesen Code zu erhalten. Ihr kennt das ganze Spielchen, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und wir legen auch gleich mal los. Okay, wir sehen hier im Hintergrund und zwar ein Kampfbericht. Voldemort und Troublemaker kämpfen hier gegen Fapa de Taco, Bully, Pin und schreibt mal bitte in die Kommentare, haben die mit den koreanischen Schriftzeichen, wie heißen die? Haben die einen Spitznamen? Ich möchte auch mal, wer ist denn das? Ja, ich habe keine Ahnung. Also das müsste Bang sein. Ja, wenn ich richtig liege, gerne unten ab in die Kommentare. Und zwar Voldemort teilt hier kräftig aus, und zwar 8 Millionen zu 2 Millionen Verlusten, Verwundeten, was auch immer. Und wir können uns das Ganze ja mal angucken. Und zwar haben Troublemaker und Voldemort ganze 5 von 7 Runden gewonnen gegen 3 Gegner. Ja, wir gucken uns mal hier Troublemaker an. Und zwar, das habe ich schon bemängelt oder gesehen, dass die Helden bzw. die Rekruten beim Gegner nicht so ganz aufgelevelt sind. Ja, und die Rekruten machten echt einen Unterschied. Das ist ein Gamechanger. Ein Rekrut ist genauso gut wie ein Hund. Und er kann natürlich unentschieden, wenn du ein Unentschieden hast, richtig ausgleichen, weil der Rekrut hier zum Beispiel hat 31,4 Millionen Kampfkraft bei Troublemaker und beim anderen halt nur 16,6 Millionen. Ja, und die ganzen Prozentpunkte gehen dann flöten. Okay, bei den Fahrzeugen sind beide auf Maximum. Können wir mal gucken. Hier das neue Fahrzeug. Und bei den Hunden hat, jetzt muss ich nochmal hochscrollen. Wie hieß der nochmal? Komm her hier. Bang, genau. Ich sage jetzt einfach Bang. Wenn ich falsch liege, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Der hat einen Rottweiler mit 14 Skills. Multiplikator 6,1, das heißt, er hat einen goldenen Skill mehr, hat natürlich ein paar Prozentpunkte mehr, aber es reicht längst nicht, um das auszugleichen, was der Rekrut hätte haben können. Na, versteht ihr, was ich meine? Okay, die Helden natürlich, Troublemaker alles auf 130 hochgepusht, Bang auch. Jesus ist hier auf 120. Jesus! Okay, goldene Ausrüstung, brauchen wir nicht drüber reden, ist alles Maximum. Kavallerie gegen Scharfschützen ist nicht so gut, ja. Nahkampf gegen Distanz, also Kavallerie schlägt Nahkampf, Nahkampf schlägt Distanz und Distanz schlägt Kavallerie. Ne, dieses Steinschere-Papier-Prinzip habe ich euch schon x-tausend Mal erklärt, funktioniert nur, wenn die Gegner gleich stark sind. Ja? Wenn es einen Unterschied gibt, so wie hier, dann könnt ihr eigentlich nehmen, wie ihr wollt, das bringt ja nichts. Ja? Okay, hier sehen wir, dass Jesus, wie gesagt, ja, Level 120, Ezekiel hier, beide Level 130, beide können über 11.000 Truppen mitnehmen, das ist echt Wahnsinn, ja, also guckt euch mal die Prozentpunkte an, 1400, 1300, 1200, aber Bang hat hier auch ganz viele Prozentpunkte, aber wie gesagt, der Rekrut, ja, Rekruten und Dekoration, ja, Leute, wenn ihr Dekorationsmarken habt, kauft euch die, auch wenn nur 1% steht, ja, oder die für 9000 Marken, ja, oder Coins, wie auch immer, kauft euch die und levelt die auf, das bringt echt was, ja. Okay, wir swipen mal nach rechts zu Voldemort gegen Fapa de Taco. Und hier auch wieder der Rekrut, ne? Grüne Ausrüstung und blaue Ausrüstung, 34 Millionen zu 16,1 Millionen. Fahrzeug, okay. Voldemort hat hier noch einen 13-Skiller gegen einen Rottweiler 13-Skiller. Sie müssen eigentlich beide fast die gleichen Skills haben. Ja, 6,7 Multiplikator zu 6,0. Michonne hier auf 129. Voldemort übertrifft natürlich hier wieder alles mit seinen Prozentpunkten, ne? 1400%. Hier Jesus gegen Ezekiel und Jesus hat hier ordentlich viele Prozente. Ja, verwundet 1109 zu 1323, Verluste 3086 zu 818. Ja, also Ezekiel ist schon nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, Ezekiel wird so langsam nach unten gedrückt und ist sein Geld nicht mehr wert. Ja, weil Ezekiel, ja, den musst du schon aufleveln. Wenn du Tausende von Euros ausgibst und du hast ihn auf Level 100, kannst du ihn knicken. Ja, hast ein gutes Chemie-Team, gute Ausrüstung und so, dann kannst du ihn auch besiegen. Also Ezekiel, ich glaube, da müssten sie mal ein bisschen was machen. Oder halt einen neuen Helden bringen, der mehr Geld kostet. Ne? Vielleicht Daryl, vielleicht machen sie mal eine Zusammenarbeit damit. Ist ja wie gesagt ein Comic und nicht die Serie und deswegen ist Daryl nicht dabei. Okay? Gut, wir swipen mal noch nach rechts. Voldemort gegen Pin.
Hier auch wieder, schon wieder grüne Ausrüstung gegen, also grüne Ausrüstung und blaue Ausrüstung gegen voll aufgelevelte goldene Ausrüstung bei den Rekruten. Fahrzeuge alles okay. Der Hund von Pin heißt Troy, das ist ja wunderbar. 5,2 Multiplikator, 6,6 und ihr kennt das Spielchen. Ja? Wir können mal in die Attributenquelle reingucken. Gebäude, das sind wie gesagt Dekorationen, die ganzen Gebäude, holt euch wie gesagt die Dekoration, das ist echt krass. Ja? Überlebende hat für Voldemort auch mehr, Elite sind sie beide gleich. Fahrzeug, Aussehen sind Rathaus-Skins, sind auch richtig wertvoll. Ne? Je mehr Skins ihr habt, umso höher stapeln sich die Prozentpunkte und bringt ordentlich viele Prozente. Ja? Lebenspunkte, Tempo, das können wir uns bla 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 bla, wir können uns hier alles bla 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 angucken. Ja, da kommen wir nie hin. Ja? Okay, ich zeige euch jetzt mal einen Kampfbericht, wo Voldemort alleine antritt. Und zwar gegen alle. Und ihr seht hier im Hintergrund, ja, Voldemort hat 5 Runden gewonnen, die anderen haben alle samt 2 Runden gewonnen. Also Voldemort und Troublemaker echt krass, ja, natürlich auch andere Spieler, aber ich habe jetzt nur den Kampfbericht und nicht den Kampfbericht von anderen Spielern. Aber man sollte Faber de Taco, Pin und Bang und wie sie nicht alle heißen, nicht unterschätzen, weil wenn sie die Rekruten aufleveln mit der Ausrüstung, dann sieht schon wieder ganz anders aus. Ne? Dann ist es ein bisschen ausgeglichen, ne? Und dann können sie auch mithalten. Ja, und nicht so viele Verluste hier einfahren. Ne? Wie gesagt, hier Rekrut, blaue Ausrüstung, goldene Ausrüstung bei Voldemort. So, ich will hier hochswipen und nicht zur Seite. Avada Kedavra, Fidibus, Husky mit 13 Skills gegen einen Rottweiler mit 14 Skills. Ach ja, die goldene Ausrüstung. Ich will hier alles auch mal haben. Das kann nicht wahr sein. Ne? Und von diesen Prozentpunkten, wenn du das mal durch 2 machst, nee, noch nicht mal durch 2, ja, durch 2,3, das wären meine Prozentpunkte, ne? So bei 600-700%. Manchmal sogar auch 500, kommt drauf an, ob gegen PvE-Gegner oder gegen PvP-Gegner, ne? Alles klar. Gut, wir swipen hier nochmal nach rechts. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Junge hier heißt, mit dem Tornado. Aber auch nur grüne Rekrutenausrüstung, ja? Ich wollte euch mal hier in 15 Skillhund zeigen. Wer hatte den denn? Ich musste mal gucken. Aber ihr seht im Hintergrund, wie gesagt, die ganzen Prozentpunkte. Andrea, Karl. Oh Mensch, dicke Finger hier oder was? Ne, also Andrea, Karl und der alte Ricky mit dem Bart. Das ist wie kann man das denn ausdrücken? Ist ein sehr starkes Chemie-Team. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja? Also wer Andrea, Karl und den Rick hat, der sollte die versuchen aufzuleveln in den ganzen Events. Aber das klappt natürlich nur, wenn du auch Geld ausgibst, weil nur die großen Spieler sind immer vorne und die vorne sind, kriegen am meisten die Fragmente. Ne? Okay, gut. Hier auch nochmal Voldemort gegen Pin. Hier nimmt der Governor, Pamela und Negan. Auch wieder über 1400 Prozentpunkte, auch 1400 und 1300. Da spielt das Tempo vom Gegner auch keine Rolle mehr. Ja. Wie gesagt, wenn du was auflevelst und du meinst, du hast das Maximum und du hast jetzt Tempo in den Hund gesteckt, aber da kommt ein Gegner, der eigentlich vermeintlich viel schwächer ist und du wunderst dich, warum gewinnt er, obwohl ich eigentlich laut Bericht stärker sein müsste. Ja, im Hintergrund, die ganzen Dekorationen, die Rathaus-Skins, das sieht man hier so nicht auf den ersten Blick. Ja? Geht ihr mal in die Attributenquelle, vergleicht den Gegner und dementsprechend könnt ihr euch verbessern. Ne? Okay, gut, das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Ein paar Kampfberichte haben wir uns angeguckt von den großen, starken Spielern. Ich wünsche allen Servern viel Spaß in der Season 8 und ja, wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Sultai.